Konbanwa, Muho desu. Yoroshiku onegai shimasu. Das war japanisch und heißt? Guten Abend, ich bin Muho. Yoroshiku onegai shimasu sagt man oft auf Japanisch. Das bedeutet wörtlich, seien Sie bitte freundlich zu mir. Ich verspreche Ihnen, das finde ich ganz bestimmt. Ab Muho ist zu Gast gebürtiger Berliner und Leiter des größten Zen-Klosters in Japan. Wie er das geworden ist und warum Meditieren nichts, aber auch gar nichts bringt und er es trotzdem stundenlang macht, erfahren Sie jetzt bei Das. Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Meditieren. Für viele riecht das Wort schon alleine nach Räucherstäbchen und Glückstee. Für andere ist es eine Möglichkeit, mal den Kopf frei zu kriegen und für einen Moment ganz im Hier und Jetzt zu sein. Unser Gast gehört zur zweiten Sorte und meditiert quasi beruflich. Abt Muho ist Leiter eines Klosters und der einzige Abt in Japan, der nicht Japaner ist. Abt Muho, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Danke, dass ich hier sitzen darf. Ich nehme an, das ist auch eine Wohltat für Sie, denn Sie sind durchaus härteres Sitzen gewohnt bei sich im Kloster, oder? Es ist schön, wenn man mal so ein bisschen die Beine strecken kann. Ja. Sie meditieren täglich im Kloster. Sie sind Berliner. Das ist ja das Besondere, dass Sie das größte Kloster, das größte Zen-Kloster in Japan als Deutscher, als Berliner leiten. Sie heißen Abt Muho, aber haben natürlich auch einen bürgerlichen deutschen Namen. Wie ist der? In meinem Pass steht Jens Olaf Christian Nölke. Wer nennt Sie noch so? Da sind höchstens noch ein paar Schulkameraden, die darauf bestehen, mich Olaf zu nennen, was früher mein Rufname war. Was wünschen Sie sich von mir heute? Nennen Sie mich, wie Sie wollen. Also Muho reicht, aber Ja. Sie können mich Nölke nennen, Sie können Nee. mich Olaf nennen, wie Sie wollen. Muho finde ich sehr schön. Hat ja auch eine Bedeutung. Auf die kommen wir gleich. Jetzt aber erst. Und Wahnsinn, Otto malt richtig gut, ne? Ich meine, Sie kennen ihn ja noch. Ja. Otto sagt, Malen, das sei für ihn Meditation. Können Sie das nachvollziehen? Das kann ich gut nachvollziehen. Für einen Musiker wird die Musik Meditation sein. Das kann ich nachvollziehen. Die Sache, in der man aufgeht, wo man ganz eins ist, das ist Meditation. Für Sie ist das Sitzen, stundenlanges Sitzen und Ja. auf eine Wand schauen. Ja. Und dabei wird der Kopf leer. Nein. Da kommen alle möglichen Gedanken hoch, Gefühle hoch, Erinnerungen, Pläne für die Zukunft. Da muss man dann aber versuchen, sich nicht, wie soll man sagen, zum Spielball dieser Gedanken machen zu lassen. Andererseits darf man aber auch nicht versuchen oder muss nicht versuchen, das zu regulieren. Oft als Meditierende glauben wir, ich muss das jetzt kontrollieren, ich muss meinen Geist leer machen. Ich will einen leeren Geist, ich will einen leeren Geist, ich will einen leeren Geist. Und schon denken wir, dass wir gerne einen leeren Geist hätten. Der erste Schritt ist immer, diese Gedanken, die da hochkommen, anzunehmen. Den Geist, so wie er gerade ist, erst mal so betrachten, wie er ist. Das ist schon schwierig Ja, genug. eben. Und wie genau Sie das machen, das werden Sie uns gleich zeigen. Darüber reden wir auch. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten der Meditation. Und Sie praktizieren die Zen-Meditation, die mir nicht unanstrengend erscheint. Samira Solli stellt Sie und Ihren ungewöhnlichen Tagesablauf kurz vor. Sein Tag beginnt um 4 Uhr morgens mit Meditation. Bis zu 12 Stunden täglich sitzen. Vor der Wand. Für manche klingt es wie eine Zumutung. Für ihn ist es Zen. Im Einklang sein. Er ist der Abt von Antaiji, dem größten Zen-Kloster in Japan. Geboren als Olaf Nölke, ursprünglich aus Braunschweig. Schon früh fragt er sich nach dem Sinn des Lebens und findet ihn im Buddhismus. Seit 25 Jahren ist Japan seine Heimat. Leben zwischen Meditation, harter Arbeit und Familie. Herzlich willkommen, Abt Muho. 4 Uhr früh beginnt normalerweise Ihr Tag, Abt Muho. Ja. Heute auch? Nein, heute habe ich bis um 5 geschlafen. Oh, immerhin. Und dann haben Sie aber meditiert. Nein, also jetzt auf Reisen meditiere ich so wenig wie möglich. Weil Sie einfach genug im Alltag in Japan meditieren. Genau, ich will ja auch mal Ferien haben. Das ist nämlich das Besondere und auch das Schöne, dass Sie ja Mönch sind, Abt, aber Sie haben Familie und Sie haben auch ein Leben neben oder mit dem Kloster in der Familie. Genau. Darüber sprechen wir. Aber spannend ist ja auch, wie Sie überhaupt zum Meditieren gekommen sind. Wie kam das? Da war ich noch 16 auf dem Gymnasium und lebte in einem Internat, in dem es zufällig einen Meditationskreis gab. Und ich war ursprünglich eigentlich gar nicht so sehr daran interessiert, ließ mich dann
breitschlagen, sozusagen, es wenigstens einmal zu probieren. Und als Resultat sitze ich heute hier. Also ist dann nicht bei einem Mal geblieben, sondern ich bin jedes Mal hingegangen und fing dann auch an, Bücher zu lesen über Buddhismus und Zen. Und das hat mich dann gefangen genommen. Was war es denn genau, was Sie da so gefangen genommen hat? Zuallererst war es die Entdeckung, dass ich einen Körper habe oder nicht nur habe wie ein Werkzeug, sondern dass ich dieser Körper bin, dass ich durch diesen Körper lebe. Bis 16 saß ich im Unterricht meist vorn übergebeugt, wie Rodins Denker, so auf dem Stuhl, oder ich lehnte zurück so und hörte den Lehrern zwar zu, aber wenn die mir sagten, Junge, du hast eine schlechte Haltung, sitz doch mal gerade, dann sagte ich, was interessiert Sie meine Haltung? Ich höre Ihnen doch zu. Und die große Überraschung für mich beim Meditieren war, wenn ich gerade sitze, bin ich ein anderer. Und nicht nur ich bin ein anderer, diese Welt sieht anders aus. Ich höre plötzlich Klänge, wenn ich still sitze, die ich vorher nicht gehört habe. 16 Jahre lang hatte ich meinen Atem nicht gespürt. Und zum ersten Mal spüre ich, wie der Atem aus- und eingeht. Und das war für mich eine große Entdeckung. Wie blind muss ich gewesen sein, um all das, diese kleinen Empfindungen nicht zu spüren. Und dann später mit 17 fing ich an, Bücher zu lesen und hörte da von diesem jungen Prinzen, indischen Prinzen, der nicht zum König werden wollte, wie seine Eltern sich das gewünscht hatten. Und der den Palast verließ, und so wurde aus dem Siddhartha später der Buddha Shakyamuni. Denn der glaubte, dass das Leben Leiden ist. Ein Satz, der viele abschreckt, der mir aber aus der Seele sprach. Vielleicht deshalb, weil ich mit 7 meine Mutter verloren hatte und mich lange gefragt hatte, warum leben wir überhaupt? Und keiner konnte mir diese Frage beantworten. Und endlich glaubte ich, einen Seelenfreund in Buddha gefunden zu haben. Da ist auch jemand, der sich fragt, ja, warum leben? Was ist das überhaupt? Und dann wusste ich relativ früh, ich will mal nach Japan gehen und da diesen Weg als Zen-Mönch gehen. Und dieser Tod der Mutter hat Sie natürlich auch damals ja sehr aus der Bahn geworfen. Soweit ich es lesen konnte, auch in Ihrem Buch, haben Sie ja dann sich erst mal in Ihr Schneckenhaus zurückgezogen, haben gar nicht mehr teilgenommen am Leben. Es war schwer, Sie zu erreichen, für den Vater, die Schwestern. Ja. Deshalb sind Sie wahrscheinlich auch später aufs Internat gekommen, christlich geprägt. Der Großvater war schon Pfarrer, also es gab auch diesen Pfarrerhaushalt, in dem Sie zum Teil groß geworden sind. Das waren wahrscheinlich alles Gründe, eben, warum Sie überhaupt so offen waren für dieses neue Leben. Ja, also da war ein großes Defizit. Also jedes Kind will ja geliebt werden, aber wenn die Mutter so früh stirbt, das ist so, wie wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Da war ein großes Defizit an Liebe, ein Defizit an Sinn im Leben. Und da traf die Zen-Meditation bei mir einen Nerv. Und da wusste ich zum ersten Mal, ich will mein Leben in diese Richtung ausrichten, das will ich tun. Bis dahin wusste ich nicht, was will ich überhaupt mit meinem Leben machen. Würden Sie sagen, man kann auch gut mal ins Kloster kommen, um mal ganz runterzukommen, rauszukommen aus dem eigenen Alltag? Ja, also bei uns, wir machen das nur 3-mal im Jahr, wo wir fünftägige Retreats anbieten, wo wir dann auch Leute kurzzeitig aufnehmen. Und da kann man abschalten. Oder ich würde eigentlich sagen, dass das, was oft Abschalten genannt wird, eigentlich ein Einschalten ist. Einschalten, in diesen Moment kommen. Und dass wir immer im normalen Leben sozusagen abschalten, nicht wirklich da sind. Ja. Hier sieht man auch Ihr Kloster in Japan. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen, wo das genau liegt und was wir hier sehen können. Hier bewegen wir uns um die Haupthalle herum, in der wir jeden Morgen von 4 bis 6 meditieren und dann abends nochmal von 6 bis 8. Das ist ein Blick auf den Steingarten. Und hier sieht man die Wohngebäude, in denen im ersten Stock oder deutsch im Erdgeschoss die Frauen wohnen und oben im Obergeschoss die Männer. Hier sieht man den Kräutergarten. Da werden Gewürze für die Küche angebaut. Das ist nochmal die Haupthalle jetzt vom Garten aus betrachtet. Davor Bänke, wo man in den Pausenzeiten einen Tee oder einen Kaffee trinken kann. Wie viele Mönche oder Nonnen sind gleichzeitig bei Ihnen da?
Das ist in der Regel so ein Dutzend. Ist ja ungewöhnlich, dass auch Männer und Frauen zusammen im Kloster leben. Das ist relativ ungewöhnlich. In der Regel sind es entweder nur Männer oder nur Frauen. Und wenn man zu Ihnen kommt, müsste man diesen Ablauf morgens von 4 bis 6 meditieren, dann ein bisschen Gartenarbeit. Sie sind ja autark im Kloster, ne? Ja. Also versorgen sich selbst. Das müsste man dann eben komplett mitmachen. Das sollte man dann schon mitmachen, ja. Wir sehen hier auch, das Kloster liegt ja sehr in der Natur, abgeschieden fast, habe ich das Gefühl, oder? Ja, die nächste Bushaltestelle ist 5 Kilometer entfernt. Sonst ist weit und breit nichts. Auch das nächste Haus ist 5 Kilometer entfernt. Man hört da also kein Auto, nichts, nur Vögel und Frösche. Und Sie bauen auch, sehen wir hier auch auf den Bildern, Sie haben ja eigene Felder drumherum, auch Ja. selbst Reis an. Macht das jeder bei Ihnen? Also machen alle alles? Da machen Sie alle auch? mit, genau. Genau. Also hier sieht man mich auf dem Traktor beim Pflügen. Und da jäte ich etwas Unkraut. Also da müssen schon alle mit anpacken. Empfinden Sie das auch als meditativ? Klar, das gehört auch mit dazu. Also es heißt, dass im Zen die 24 Stunden des Tages alle Übung sind. Es gibt eigentlich keine Ausnahme. Selbst auf dem Klo ist das Übung. In der Küche, das Kochen selbstverständlich ebenfalls wichtiger Teil der Übung. Hier haben Sie gerade ganz normale Sachen angehabt. Bei uns Ja. tragen Sie die Mönchskutte. Wann kommt was zum Einsatz? Diese Kutten tragen wir bei der Meditation und beim Frühstück. Und während des Tages es wäre zu unpraktisch, in diesen Roben ins Feld zu gehen. Da tragen wir dann Kleidung, die es sich einem einfacher macht, sich zu bewegen. Das sind ja auch ganz besondere Mönchskutten. Vielleicht können Sie uns die auch noch mal erklären. Ja, genau genommen sind das 3 verschiedene. Das ist eine Miniaturversion der indischen Robe, die der Buddha getragen hat. Auf Japanisch nennt man das Okesa. Und das ist eine chinesische Robe, die schwarze hier mit den langen Ärmeln. Die nennt man auf Japanisch Kolomo und darunter trägt man den Kimono, der in meinem Fall jetzt hier hellblau ist und dann noch ein weißes Unterhemd. Also in Indien, in China und in Japan haben dann die Mönchsroben zugenommen. Also vereinen Sie mehrere Kulturen durchaus in einer Robe. Genau. Und auch genau. in der Meditation, in der Religion, in dem Zen, bezeichnen Sie das überhaupt als Religion? Zen-Buddhismus? Man kann das gerne als Religion bezeichnen, allerdings gibt es da keinen personifizierten Gott, der ja für viele zur Religion mitgehört. Das haben wir so nicht. Es gibt zwar einen Buddha, aber der Buddha gilt nicht als Gottheit. Insofern würden manche auch sagen, Buddhismus ist das eher eine Lebensweise oder eine Philosophie vielleicht. Aber man kann es auch gerne als Religion bezeichnen. Und weil Sie sagten, alles ist Meditation, gehört halt auch das Kochen dazu. Aber auch Ja. noch schöne Bilder aus der Klosterküche, wo auch offensichtlich alle wieder mitmachen. Ne? Genau, da werden Nudeln gemacht, Udon heißen die. Und die richtig zuzubereiten ist gar nicht so einfach. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal kochen sollte, da machte ich die so wie Spaghetti al dente. Das war den Japanern zu fest. Am nächsten Tag dachte ich mir, jetzt mache ich sie ganz weich. Und dann hatten sie sich nach einer halben Stunde aufgelöst. Da wurde ich wieder angemotzt. Also das erste Jahr über habe ich viel Schelte für meine Produkte beim Kochen ernten müssen. Ja, war für Sie ja auch vieles neu, eine ganz andere Kultur. Da sind die Japaner ja mit aufgewachsen. Sie sind ja, wie gesagt, später erst mit 25 nach Japan gegangen. Da muss man sich erst mal dran Ja. gewöhnen. Und die Japaner sind auch sehr genau, die wissen, was ihnen schmeckt. Ne? Also, Was Sie gar nicht wahrscheinlich mitbekommen haben, weil Sie ja schon so lange jetzt in Japan leben. Mittlerweile sind ja Udon-Nudeln totaler Trend ach so, in Deutschland. Also ein Udon-Restaurant nach dem anderen eröffnet hier mit diesen traditionellen japanischen Suppen. Also von daher, nach dem Sushi kommt jetzt Udon. Aber ich nehme an, Sushi essen Sie nicht da in den Bergen, oder? Sushi essen wir eigentlich nicht, nein. Hat bestimmt auch was Meditatives, Muhu. Hat es? Ja, ja. Geht es dann auch darum, möglichst viel Reis in einer bestimmten Zeit zu ernten, damit es ein Erfolg ist? Oder ist die Sache Nein, also- für Sie, jedes Korn zählt? Weder noch. Also der Tag hat nur so viele Stunden und es wird ja irgendwann mal dunkel. Also man muss schon sehen, dass man vorankommt mit der Arbeit. Aber es ist nicht so, dass der mehr geerntet hätte, dann am Abend auch mehr zum Abendessen bekommt, sondern jeder darf sich die Zeit nehmen, die er braucht zum Ernten.
Wie sind Sie überhaupt dann nach Japan gekommen? Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Sie haben sich dann für Zen-Meditation interessiert, haben das auch praktiziert, haben Japanologie studiert. Wie ging es dann weiter? Ja, während des Studiums kam ich zunächst für ein Jahr nach Kyoto und habe dann von Antaiji gehört, dem Kloster, wo ich jetzt Vorsteher bin. Und bin mit 22 Jahren erstmal für ein halbes Jahr dahin gekommen. Das bin ich mit 19. Und der Abt fragte mich zunächst, was willst du hier? Und ich sagte, ich will was vom Buddhismus lernen. Und da sagte er, das ist keine Schule hier, du musst Antaiji erschaffen. Das ließ mich aus allen Wolken fallen. Wie soll ich als einer, der gar nichts vom Buddhismus weiß, denn jemals dieses Kloster erschaffen? Aber dann blieb ich erst mal ein halbes Jahr, ging zurück an die Uni, machte meinen Magister und kam dann mit 25 noch mal zurück, um dann wirklich mich zum Novizen ordinieren zu lassen. Und hatte dann auch einige Enttäuschungen zu erleben, zum Beispiel in der Küche beim Udon machen. Aber auch beim Meditieren nehme ich an, das ist doch Und gar nicht auch so einfach beim am Anfang. Meditieren, da stößt man so an eine unsichtbare Mauer. Man kommt irgendwann nicht weiter. Was heißt das? Man kommt nicht weiter? Da sind Schmerzen, da sind psychologische Widerstände. Und irgendwie hat ja jeder die Hoffnung, dass er durch Sazen irgendwas gewinnen würde. Letztlich in meinem Fall war es die Erleuchtung, die ich gesucht habe. Und die Erleuchtung ließ auf sich warten. Und es gibt diese ersten 5 Tage in jedem Monat in Antaiji, wo man von 4 bis um 9 sitzt, also 15 Stunden. Und da kommt man an seine Grenze, sowohl körperlich als auch psychisch. Und man fragt sich recht bald, was mache ich hier? Warum tue ich mir das an? Ich könnte doch auch nach Deutschland zurückgehen. Aber naja, man zwingt sich dann, man beißt die Zähne zusammen. Das geht vielleicht gut für einen Tag, für den zweiten. Aber dann fühlt es sich an, als müsste man durch die Hölle. Oder ich dachte tatsächlich, das kostet mich noch das Leben. Und das sagte ich auch meinem Meister. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sterbe hier auf dem Kissen. Da sagte der, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Wir haben doch einen Friedhof im Kloster. Solltest du wirklich sterben, dann werde ich dich beerdigen. Und irgendwann ließ ich es dann drauf ankommen und sagte, okay, ich sitze hier und koste es mich das Leben. Und dann biss ich nicht mehr die Zähne zusammen. Ich versuchte auch nicht mehr den Schmerzen auszuweichen. Und plötzlich schien alles ganz einfach zu sein. Dann ist praktisch der Groschen gefallen. Da ist ein Groschen gefallen oder diese psychologischen Widerstände, die lösten sich auf. Es waren zwar immer noch Schmerzen da, aber ich konnte mit den Schmerzen sitzen. Oder es war nicht mehr ich, der saß. Es fühlte sich so an, als würde Sazen, also das ist das japanische Wort für die Meditation, als würde Sazen machen. Nicht ich mache das, sondern Sazen trägt mich. Ich fühlte mich in dem Moment, als ich den Schritt in den Abgrund zu machen glaubte, fühlte ich mich getragen. Und das hat Sie auch motiviert, diesen Weg tatsächlich weiterzugehen. Genau, sonst hätte ich wahrscheinlich tatsächlich aufgehört. Und Sie sind dann Mönch geworden und sind ja dann auch als Mönch erstmal in einen Park in Kyoto gegangen, um mit Obdachlosen zu leben. Ist das, um Demut zu lernen oder warum haben Sie das gemacht? Ja, da war ich 33. Ich war 8 Jahre in der Lehre bei meinem Meister gewesen und der hatte mir den Laufpass gegeben. Und ich konnte nun auf meinen eigenen Beinen stehen. Ich dachte, irgendwann gehe ich zurück nach Deutschland, mache da eine Gruppe auf. Aber in Deutschland gibt es schon viele Zen-Gruppen. Und auch andere Meditationsangebote. In Japan ist das Angebot überraschend knapp. Da gibt es zwar viele Tempel, aber wenig Tempel, in denen tatsächlich meditiert wird. Und ich wollte in der Großstadt eine Gruppe aufmachen für Japaner, für die Meditation ja auch was sein könnte. Und ich stellte dann fest, in der Großstadt sind die Mieten teuer. Ich kann mir noch nicht mal meine eigene Wohnung leisten. Und sah dann aber, dass viele in den Parks ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Und das erinnerte mich an den Buddha, der vor 2500 Jahren den Palast verlassen hatte, um unter einem Baum zu meditieren. Wenn der Shakyamuni das so gemacht hat, dann kann ich das auch, dachte ich mir. Und habe dann mit den Obdachlosen für ein halbes Jahr zusammengelebt.
Eigentlich wollte ich das noch länger machen, aber nach 6 Monaten starb mein Meister und dann wurde ich zurückberufen ins Kloster. Aber zwischenzeitlich hatten Sie in dieser Gruppe auch Ihre Frau kennengelernt, die dann tatsächlich mitgekommen ist zu Ihnen. Nicht ins Kloster, nehme ich an, aber in der Nähe des Klosters lebte. Ja, meine Frau habe ich in Osaka kennengelernt. Mein Meister starb am 14. Februar, also am Valentinstag. Eigentlich waren wir verabredet an dem Abend, aber da mein Meister verunglückt war, musste ich zurück ins Kloster, rief meine Frau an, die ich erst seit 6 Wochen kannte. Wir waren nur befreundet und verabredet an dem Abend. Und ich sagte ihr, tut mir leid, ich kann heute nicht mehr kommen. Wann kommst du wieder, fragte sie mich. Und sie sagte, ja, wahrscheinlich erst im Frühjahr. Und im Frühjahr hieß es dann, du bist der nächste Abt. Und da machte ich meiner damaligen Freundin einen Antrag, ob sie nicht mit mir in die Berge kommen wollte. Und da ließ sie sich drauf ein. Und jetzt haben wir 3 Kinder zusammen. Toll. Und leben ja praktisch, was ich vorhin schon angedeutet habe, ein Familienleben, ganz normales fast schon. Eigentlich ein ganz normales Familienleben. Sie gehen zur Arbeit, zu meditieren, um Abt zu sein, das Kloster zu leisten, ins Kloster und kommen dann abends nach Hause? Oder wie funktioniert das? Genau, also meine Familie, die wohnt mit mir im Kloster. Es ist allerdings so, dass während der intensiven Meditationstage und auch wenn die zum Beispiel Erntezeit ist, sie mich nicht so oft sehen, aber ich komme dann schon abends wieder zurück und dann Toll. sehen die den Papa. Schön. Und Sie gehen ja auch zu Elternabend. Ja. Wenn das so einfach ist mit der Übung, dann machen wir jetzt gleich mal eine. Aber das ist schon spannend, dass Meditation tatsächlich heilt, gut tut. Das haben Sie ja auch erfahren, nehme ich an. Ja, also mir ging das auch so. Das hat gut getan. Deshalb machen Sie es auch jetzt noch täglich. Ich versuche das mal mit Ihnen gerne zusammen. Ja. Was sitze ich schon richtig? Ja, also Sie sitzen auf einer Bank, was Ja. möglich ist. Ich sitze auf einem Kissen, das ist die traditionelle Art zu sitzen, aber schwieriger, weil man die Beine kreuzen muss. Man kann auch auf einem Stuhl sitzen, das ist auch möglich. Wichtig ist, dass man, wenn man zum Beispiel auf dem Stuhl sitzt, sich nicht anlehnt, sondern das Becken leicht nach vorne gebeugt hat. So Hände? fühlt sich das. Die Hände sind im Schoß zusammengelegt. Traditionell legt man die rechte Hand nach unten und die linke Hand darüber und die Daumen berühren sich ganz leicht. Okay. Die Schultern sind entspannt. Man erlaubt dem Rückgrat, sich etwas zu strecken. Und der Scheitel wächst vielleicht 1-2 Zentimeter nach oben. Die Augen haben wir bei der Meditation halb geöffnet. Also man sieht, was da vor sich passiert, was eigentlich nicht viel ist. Und dann 30 Sekunden. Wollen wir es mal versuchen? Wir versuchen es ja mal 30 Sekunden. Sie machen es ja viel Lassen länger. Sie uns einfach mal Ab jetzt. sitzen. Ja, wie war's? Für mich als Fernsehfrau 30 Sekunden nichts zu sagen, war schon gar nicht so leicht. Ja, ich hoffe, nicht allzu viele Zuschauer haben jetzt umgeschaltet. Aber es ist interessant, weil mir gehen natürlich 1000 Gedanken durch den Kopf. Ja. Ich kann nicht nur eine weiße Wand sehen und in mir. Viele sagen mir, normalerweise denke ich nicht so viel. Und in Zazen, ich habe gehört, das lehrt den Geist und ich habe plötzlich noch mehr Gedanken. Woher kommt das? Aber das ist ein bisschen so, wie wenn man die Kopfhörer auf hatte und hat Musik gehört und hat die Vogelstimmen nicht gehört. Dann nimmt man die Kopfhörer ab und merkt, wie viel da an Geräuschen war, die man nicht wahrgenommen hat. Also es ist ein Zeichen, dass sich ihr Geist beruhigt hat, gesetzt hat, dass sie diese Gedanken gespürt haben. Normalerweise haben wir ebenfalls viele Gedanken, aber wir sind immer schon Sklaven der Gedanken. Wir müssen nur daran denken, ich bin durstig, schon machen wir den Kühlschrank auf und suchen danach nach Cola, nach dem Bier. Und wenn man sitzt, dann spürt man die Gedanken und lässt das einfach mal zu, was da passiert, ohne es zu regulieren, ohne die Gedanken fortzuschieben. So, das ist der erste Schritt der Meditation. Sehr spannend. Ich werde das mal ausprobieren. Glaube ich. Ja, sollten Sie auch, liebe Zuschauer.
macht was mit einem. Sie haben ein sehr schönes Buch geschrieben, Muho. Und zwar haben Sie das, was Sie eigentlich durch dieses Klosterleben und durch Ihre Meditation gelernt haben, einfach mal übertragen auf das, was wir alle so gerne mögen, die Liebe. Ja. Und haben gesagt, man muss loslassen können. Ganz einfach. Aber wie? Ja. Das ist oft schwierig. Wenn ich sage, ich liebe dich, meine ich ja in Wirklichkeit oft, ich will dich haben. Ich will, dass du mich auch liebst, und zwar so, wie ich mir das wünsche. Das heißt, oft fehlt es der Liebe an Gelassenheit. Und ich glaube, man muss lernen, loszulassen und den anderen so zu sein, wie er ist. Und auch sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist, um wirklich zu lieben. Liebe und Gelassenheit, das gehört, glaube ich, zusammen. Und wenn Sie darüber mehr wissen wollen, liebe Zuschauer, dann kann ich Ihnen nur dieses Buch empfehlen. Da lernt man auch noch mal viel über Ihr Leben und auch das Familienleben im Zusammenhang mit dem Kloster. Muho, sehr schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Vielen Dank, dass ich hier da sein durfte. Gerne auch wieder.